Komischer Stalker in 3, 2, 1. Hallo und willkommen zu meinem Review von Classroom of the Elite, Episode 6. Der Kamerareparaturen-Typ Heini von der letzten Folge war nicht in diesem Fall involviert, wie ich eigentlich dachte, wobei ich ja auch die Behauptung, soweit ich mich erinnern kann, aufgestellt habe, dass er vielleicht noch etwas anderes involviert ist. Und ja, das ist es. Denn unsere Sakura ist ein Idol. Und demnach auch sehr beliebt und wahrscheinlich unter anderem eben der Kamerareparatur-Angestellte herausgefunden, wer sie wirklich ist. Doch obwohl Sakura den Superman-Move gebracht hat und sich eine Brille aufgesetzt hat, wurde sie trotzdem erkannt und hat ein ziemliches Muffensausen bekommen. Denn am Anfang hat sie so komische Nachrichten von ihm bekommen. Es war so wie, atme dieselbe Luft wie du. Ein Teil der Luft, den ich ausatme, wird von dir eingeatmet. Solche sehr komischen Sachen kamen da. Und so intime Sachen können romantisch sein, aber in dem Fall, nein, definitiv nicht. Alles andere als das. Und da hat sie natürlich Panik bekommen und ist in Angst herumgelaufen. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, so wie sie letzte Folge reagiert hat, könnte es vielleicht sein, dass sie da eine Ahnung hatte, wer das war? Weil sie hatte genau vor ihm so reagiert. Und bei dem Zwischenfall, der war zwar überrascht reagiert, aber nicht so überrascht, wie man vielleicht sollte. Was denkt ihr? Hat sie es gewusst? Wer dieses Stalker ist? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gerne noch ein Abo dalassen, wenn ihr schon am Runterscrollen seid, falls ihr das noch nicht getan habt. Und diese ganze Vergewaltigungsszene, beziehungsweise eher mehr der Versuch davon, war auch ziemlich dramatisch, aber auch episch gestaltet. Eben als dann Ayanokouji dazwischen kam und zusammen mit Ichinose den Typen einfach weggeschafft. Weil so wie der Typ einfach abgegangen ist, das war nicht normal. Der war einfach in ein Idol verliebt, in einen Star verliebt und hat das einfach, sagen wir mal, ein kleines Stück zu ernst genommen. Und bis zu einem gewissen Grad hat mich das auch persönlich aufgeregt, einfach weil so etwas in der echten Welt einfach vorkommt. Wie kann man einfach nur so fehlgeleitet sein? Aber wie gesagt, zum Glück kam Ayanokouji und hat den Tag gerettet. Mal wieder. Und ich dachte mir schon, wie hat er es geschafft, dass er sie findet? Hat er wieder irgendeine epische Aktion gestartet? Nein, hat er nicht. Er hätte sie einfach orten können. Denn anscheinend, wenn man Kontaktdaten miteinander austauscht, dann tauscht man anscheinend auch GPS-Daten und kann den anderen orten. Vielleicht wird das ja noch nützlich in der Serie. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Die Serie selber, die Folgen, kommen mir zum Teil ziemlich lange vor. Aber nicht auf eine schlechte Art und Weise. Jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Lucky Star zum Beispiel, wo ich mir ein paar Folgen angesehen habe und mit der wirklich nur dachte, okay, das geht einfach nicht zu Ende, das ist einfach nur langweilig zum Schauen, sondern im Gegenteil. Es ist eher mehr so interessant, dass ich mir eher denke, oh mein Gott, da passiert zu viel in der Folge, da muss ja schon die ganze Episode vorbei sein. Bitte lasst es nicht der Fall sein. Und dann schaue ich nach und es sind erst 8 bis 10 Minuten um. Und dann denke ich mir, juhu, es geht weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich hoffe, ich vergesse nichts bei meinem Review. Dieses Hin und Her zwischen, ich will mehr sehen, soll nicht zu Ende sein und oh mein Gott, ich könnte was vergessen. Finde ich absolut genial. Hatte ich das letzte Mal, glaube ich, bei ReZero, falls ihr den Anime gesehen habt, absolut genial, müsst ihr sehen. Und für wen seid ihr? Team Rem oder Team Emilia? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Aber eben diese Szene war so episch, wo sie die 3 von Klasse C in das Gebäude gelockt haben, weil sie draufgekommen sind. Also eigentlich Ayanokouji und der hat nur Horikita indirekt auf die Idee gebracht und ihr gezeigt, da sind keine Kameras. Aber als sie dann da standen, wo sich der eine sogar Gedanken gemacht hat, Horikita könnte ja was von mir wollen. Haha, nicht in 1 Million Jahren. Und dann waren da plötzlich Kameras. Dachte ich mir schon wirklich, die müssen aufgesetzt worden sein. Kann nicht anders sein. Und wenn man das weiß, ich meine, so wie es gelaufen ist, muss man davon ausgehen, dass die 3 ihre Umgebung nicht kontrolliert haben. Aber die hätten das Ganze viel mehr rausziehen können, viel mehr ein Pokerface aufsetzen können. Und einfach sagen können, ja passt, dann bringt das. Wenn der Fall wieder aufgerollt wird, bringt die Kamerabeweise. Aber haben sie nicht gemacht. Hätten sie wahrscheinlich, hätte Ishisaki seinen Anruf tätigen können. Aber Horikita hat es zum Glück zu verhindern gewusst. Denn ich dachte mir, als sie sich hingelockt haben, dass das funktionierende Kameras sind, was sie vielleicht auch waren, wobei Attrappen wahrscheinlich leichter sind. Aber dass sie hergehen, darauf warten, bis einer von den 3 oder alle 3 aus einem unerfindlichen Grund gewalttätig werden und das aufzeichnen und herzeigen, beziehungsweise das Sehgeständnis aufnehmen und das verwenden. Aber sie sind komischerweise die komplett andere Route gegangen, wobei sie sich mit der Idee, dass es ein Sondergebäude ist und dass dort ein Naturwissenschaftsraum existiert und aus dem Grund Kameras sind, eigentlich schon ziemlich gut zurechtgesponnen haben, was durchaus sein kann. Aber sind dafür wirklich Kameras notwendig? Aber selbst wenn es gelogen ist, war das Konstrukt wirklich gut gebaut und sie hätten das eigentlich in einen Gewinn für sich entscheiden können. Haben sie aber nicht.
nicht. Vielleicht wollen beide, Horikita und Ayanokouji, das Schulsystem einfach ändern, die Idee mit den A, B und C und D-Klasse einfach ändern. Das könnte durchaus der Fall sein. Oder vielleicht ist das einfach ein notwendiger Schritt, wenn man sich hocharbeiten will, dass man das von Klasse D auf Klasse A oder auch nur C und das auf eine gewaltfreie Art tun muss, die nicht beiden Seiten schadet. Ist nun mal mein Gedanke. Im Endeffekt, durch das Klasse C ihre Anschuldigungen zurückzieht, kommt Sudou frei und es ist so, als wäre nichts gewesen. Aber da kommt eben diese extrem geile Szene, wo der Bruder von Horikita und Ayanokouji sich gegenüberstehen und Manobu ihm anbietet, doch als Sekretär anzufangen, wovon Tachibana überhaupt nicht erfreut ist, aber sie ihm ganz schnell zustimmt. Aber Ayanokouji ablehnt, was, denke ich mal, für alle ziemlich vorhersehbar war, dass er das nicht annimmt, weil er war ja noch nie in irgendwelche höheren Positionen oder sonst was interessiert. Was vielleicht mit seiner Vergangenheit zusammenhängt. Also wenn ich darauf tippen müsste, was wir in der Folge gesehen haben gegen Ende, wo Horikita und er bei der Ampel stehen, könnte es vielleicht sein, dass er als Kind in so einer Art Versuchslabor war und man ihm versucht hat, diverse Fähigkeiten von Hochbegabten einzubläuen. Das wäre mal, denke ich mal, die Standardroute. Aber wahrscheinlich wird der Anime, oder ich hoffe mal, der Anime wird nicht in so eine Richtung gehen, sondern das Ganze komplett anders gestalten. Weil das hat er bis jetzt eigentlich schon ziemlich gut geschafft. Was meint ihr? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Danke fürs Ansehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.